56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann. ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Shimano, Closer to Nature, Closer to People. Und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe YPC-Zuschauer, herzlich willkommen zu Episode 10 und damit mitten hinein in den River Day der Gruppe A. Aktuell belegen Nace und Monkey Lures die Plätze 1 und 2. Ilex ist dank eines 1,15 Meter Hechts ganz dicht oben herangerückt. Und auch B1 könnte sich mit einem guten Zander auf Finalkurs bringen. S-Arsch dahinter hat zwar noch Außenseiterchancen, müsste aber sehr bald zur Aufholjagd ansetzen. Für Chrono Cash und Livingston dagegen geht's wohl nur noch darum, sich achtbar aus dem Turnier zu verabschieden. B1 hat bislang nur kurze Strecken zurückgelegt und befindet sich aktuell unweit ihres ursprünglichen Startpunkts auf der Aude Masje. Livingston fischt auf der Ammer. Monkey Lures, S-Arsch Ilex sowie Chrono Cash reihen sich zwischen HD-Einmündung und Werkendamm auf der neuen Meerwede. Und Nace plant den Wechsel von der oberen Meerwede auf die Aude Maas bei Dordrecht. Dazu wird geslippt. Mal ein ganz bisschen zurück. Jetzt vor. Okay, gut. Du musst erst zurück, du bist genau auf der Platte, auf der Eisenplatte. Ist das? Und wir müssen hier auch aufpassen, dass er hier nicht unbedingt durchdreht, weil hier diese Metalldinger sind. Also ich würde ein ganzes Stück zurückfahren. Ich frage den Kollegen mit dem Bagger da oben. Ja. Hast du ein Seil? Ja, Ankerseil. Nee, jetzt passieren nur noch so eine Sachen. Dann haben wir alles von Dustin. Ich glaube, ich habe noch was Besseres. Spanngurte. Weil Ankerseil hättest du auch mal tüdeln können hier, bevor wir abgeschlagen werden. Ne? Nee, das geht noch. In einer Notsituation, wo du jetzt einen Anker schmeißen müsstest, dann hättest du den Nudelsalat hier aber erstmal tüdeln können. Das Profil von Christophs Reifen ist so komplett dicht mit Schlamm, das ist der Grund, warum wir hier nicht hochkommen. Ne? Christoph hat sein dickes, fettes, großes Four-Wheel-Drive-Auto gerade verkauft und wir haben noch überlegt, nehmen wir meinen. Es geht schon. Aber wir haben ja gute Freunde hier. Ehrenmann, der hat uns hier gut geholfen. Jetzt haben wir es geschafft, los geht's. Thank you so much. So nice from you. You saved us.
Anmoderation auf den Knien. Runter mit dir. So ihr Lieben, Team Nace, zweite Episode von YPC Boat und wir haben noch ganz schön was auf der Liste, was wir schaffen müssen, aber das werden wir schaffen, Christoph. Los geht's, lass uns die Barsche holen. Und falls ihr euch wundert, warum ich hier auf den Knien bin, jetzt kommt die Brücke. Oh, niedrig das Wasser heute. Hey, das war mal eine schnelle Fahrt, oder? Hätte ich nicht gedacht. 12 Minuten, 13 Minuten. Ja. 13 Minuten haben wir gebraucht. Aber war auch voll am Limit, oder? Mehr ging nicht. Mehr ging nicht. Herzlich willkommen zu der 4. Folge von der Gruppe A. Es sieht nicht hoffnungslos aus für Team Monkey Lures. Wir haben aber leider noch ein paar kleine Fische auf der Karte. Unsere Mission, jetzt in den letzten 4 Stunden, einen dicken Barsch noch zu fangen. Mindestens ein 40er, wenn nicht sogar einen zweiten. Und wir hätten gerne noch einen richtig schönen Hecht. So eine richtig dicke Mutti. Kommt mit, wir sind hier unterwegs mit kleinen Ködern heute und werden hier den Fluss sowas von abwerfen. Wir machen richtig Strecke, viele Würfe, Powerfishing und mal gucken, was heute noch so geht. Drückt uns die Daumen. Ja, da fehlt halt ein bisschen Trainingszeit. Hier waren wir noch nicht in dem Abteil jetzt. Das ist ein Hafen, wo wir gleich mit Barschen rechnen. Und in jedem Flussteil gibt es ja immer einen Teil, wo mehr Fisch ist, wo mehr Bisse sind und einen Teil, wo nicht so viele Fische sind. Und da müssen wir jetzt rauskriegen. Natürlich hier im Tournament hat uns ein bisschen Zeit gefehlt. Ja, im Prinzip haben wir nur einen Tag, 2 Tage haben wir gemeinsam trainieren können mit Ino und merkt man jetzt brauchen wir natürlich so ein bisschen richtige Glück, dass wir am richtigen Ort sind. Das ist wie überall. Fisch fangen kann fast jeder. Die richtige Stelle zählt. Und jetzt da am Hafen können ein paar große Barsche kommen, auch Zander. Das ist ja ein Zander brauchen wir noch mal zum Upgrade. Und da fahren wir jetzt hin. Ino fährt jetzt gerade mit dem Bugmotor. Erste Mal, dass er jetzt mit einem Garmin Bugmotor fährst, oder? Den. Ja, im Training schon mal, aber genau. Also Wasser wird klarer, haben wir gesehen, je weiter wir hier reinkommen. Und deswegen stellen wir so ein bisschen jetzt die Köderfarben um, dass wir ein bisschen Richtung Braun gehen, aber immer da, wo wir noch einen Zander an der Struktur vermuten, werden wir weiter den Leim-Chartreusenköder fischen, weil der einfach am besten funktioniert hat. Jetzt wird es etwas flacher und klarer, weil da hinten dann ein totes Ende ist. Und ja, da erwarten wir Barsche, aber hier sind jetzt nochmal 2 Spundwände, die wir mitnehmen werden. Und danach gucken wir einmal ans Ende, fischen das kurz auf Barsch und werden sonst wieder in den größeren Teil zurückfahren. Da haben wir noch weitere Strukturen, wo wir Zander erwarten und die dann ein bisschen genauer befischen. Im Zweifel können wir auch nochmal die Strecke natürlich zurückfahren, wo wir das Gefühl hatten, da kommen die meisten Kontakte. Aber erstmal, ja, ihr seht das hier, da haben wir noch sehr, sehr viel Struktur. Müssen ein bisschen auf dem Side-Imaging vielleicht auch gucken, was wir da sehen. Und ja, auch große Barsche können wir natürlich gebrauchen, aber die Zander sind erstmal das Wichtigere, deswegen wollen wir uns nicht zu lange damit aufhalten. Ein bisschen Powerfischen wird das jetzt, wir werden das erstmal nicht mehr festmachen vermutlich. Vielleicht da noch einmal gucken, weil hier auch große Schiffe anlegen. Ihr seht das da oben, die Steine, die werden hier nicht von so kleinen Yachten abgeholt, da kommen schon richtig dicke Tanker hier rein. Die wühlen auch immer mal beim Parken und beim Wegfahren eine Stelle aus und das ist dann so eine coole, wo gerne mal ein Zander drin liegt. Von Zanderverhaltenslehre mit Ino zu Knotenkunde mit Alex. I don't understand. Jetzt geht's ja los, Alter. Das muss ich kennen. Knoten zeigen, Alter. Okay. One more again. You go like that. You go 1, Yeah. 2, and then you just put the end with the knot of the Yeah. leader through the loop again. That's it. Oh ja. Digga, und dann reißt der nächste Fisch ab. Stell dir mal vor. I have to practice more. Yeah, new knot. I don't know this knot. I have a uni knot and But it's very good, no? The only Yeah, very good. The only thing where you can't use it is if you have too much wheat. I was using FG knot this. I'm also doing FG knot. It's more safe, I think, but this one is faster. Faster. Yeah.
In the end, it's just a loop. It's not even a full knot. It's just a loop. Im Moment sind wir eigentlich auf Kurs. Natürlich brauchen wir noch größere Fische und natürlich wissen wir nicht, was die anderen fangen. Aber wir wollen auf jeden Fall die Karte voll machen. Also einen Hecht wollen wir unbedingt noch kriegen. Natürlich auch noch ein bisschen upgraden. Again, trouble for find more fish. We need at least to catch or one pike or 3 zander. But we have really small fish, so yeah, okay, we play nothing, but the target for us is just to make the full card and that's it. But we don't prepare the river. We are really busy the last 2 weeks, so yeah. We know the spot we know, and for now it's really complicated. We're gonna try, but we are in trouble again. So continue and stay fishing. The start of the morning was so good, so it's okay. But now we need to back in the game. It's really important for us. Ah! Beach! You miss it? Yeah! Echt. Da ist noch Wasserscheiße. Ich lande den hier. Okay, das hat nicht lange gedauert. Ich glaube, das war der zweite Wurf. Krass. Und da haben wir den ersten Hecht. Guck mal, was ich gefangen habe. So, das läuft doch bei uns, oder? Ich glaube, der frisst eigentlich den. Sollen wir ihn denn schenken? So. Da. 75. Boah, das ist aber richtig schön fett. Richtig strammer Hecht. 75? 75, ja. Das wird mal ein dicker, das sieht man schon am Nacken. Der ist richtig schön stramm, der Hecht. Der geht rein. Yes. Gut. Das war ja schon mal ein super Start in der neuen Ecke. Hoffentlich geht es so weiter, ne? Aber das motiviert schon mal. First Cast, boom. Gerade auf dem neuen Spot angekommen. Hier werden wir jetzt eine gute halbe Stunde liegen, 2 Barsch-Upgrades fangen und dann gucken wir nach den Zandern. Das muss klappen. Das wird klappen. Da ist er. Ah, weg! Das war der große Barsch. Nein! Da war er. Es ist genau der Wurf. Die sind hier. Der beißt. Da ist er. Nein! Erster Wurf, 3. Sprung, 4. Sprung. Das war ein Barsch. Go one. Go one. No pike? No pike, Perch, maybe. perch. Pike. Oh, pike. Sorry. Oh yeah. Very good. Oh, I think zander. Yeah. Yeah, bit of pike. Yeah, smaller. Smaller, yeah. Smaller. 64. Beautiful fish. Pike again. Yeah. Thank you. Bye bye. And again on chatterbait. Oh yeah. Links ist heute mal ein bisschen Action an Bord. Davor die Tage war ganz schlimm. Riesenwellen, Wind, Regen, alles nass, kein Bock auf gar nichts, keine Bisse, kein gar nichts. Deswegen ist was los. Ja, wir fischen hier wie im Vorjahr auch mit unserer Finnwald Sportangler 555, also unsere Hornet. Die hat jetzt schon ein 2026er Update bekommen. Hier ist viel Elektronik neu. Wenn man jetzt vorne mal sieht, wir haben ein GPS-Map-Gerät und ein Echomap 16 Zoll, ein kleines 15 Zoll mit so einem coolen 16:9 Format. Der passt hier oben natürlich top hin. Somit haben wir hier keinen Platzverlust. Hier haben wir nachher für Livescope praktisch unseren Bildschirm. Die Stange hier, eine extra Carbonstange B1, die man so rüber klappen kann, runterklappen kann. Da ist ein Livescope-Geber dran. Wir haben einen weiteren Livescope-Geber. Ja, Fisch, Fisch und Fisch. Schöner Barsch wahrscheinlich. Oh, der bockt aber gut. Ja.
Ja, wird wahrscheinlich. Könnte ein Apfel sein. Oh ja, oh ja, oh ja, der ist schon mal gut. Also, da ist die Theorie mit dem klaren Wasser doch Ja, ja. Boah, eine Kanone, das ist ein Ü40er. Frank, schön, geil, hier. Wieder gut genommen. Deine Empfehlung, Leute, hier. Also ich bin ja auch hier der LMAB-Tester jetzt in diesem Tournament. Erklärt mir sehr viel als Biologe über Farben und Fische. Und jetzt haben wir einen, ja, das ist ein 40er. Mir ist genau 40. Schöner 40er. Schöner 40er Barsch. Gute Punkte und der kam jetzt in der Mitte beim Faulenzen. Ja. Ich habe ja gerade erklärt, ein bisschen über die Technik, über das Boot mal. Dann fischt man langsamer, ne? Ja, ja. Und mit Marc kam der zup, ganz langsam. Hat sich den richtig eingesaugt. Die beißen vorsichtig, ne? Was Frank gerade meinte über die Farben, vielleicht ganz kleiner Exkurs. Ich mache es aber sehr kurz. Man diskutiert ja immer viel über Farben und wenn man sich das Fischauge anguckt, also jetzt mal eine ganz andere Perspektive, nämlich die Netzhaut des Fisches, dann stellt man fest, maximal viele Stäbchen, also sehr, sehr viele Stäbchen. Das heißt, Hell-Dunkel-Sehen ist besonders ausgeprägt, wie bei fast allen Tieren eigentlich. Und das Farbsehen ist ein bisschen selektiver, wie auch bei fast allen Tieren. Also ihr wisst vielleicht, dass so Paarhufer wie Kühe und so weiter und Rinder und so weiter kein Rot sehen können. Deswegen sind Tiger zum Beispiel orange. Die Fische haben sehr, sehr viele Zapfen, also fürs Farbsehen, für Grüntöne. Und deswegen ist Grün sehr gut für sie zu sehen. Es ist natürlich evolutionär auch irgendwie sinnvoll, dass sich das herausgeprägt hat, weil wir natürlich viel Pflanzen haben. Und Hell-Dunkelsicht dann so als erstes für Kontrast, damit man unter Wasser was erkennen kann. Und als zweiter Punkt eben diese Grüntöne für Pflanzen. Das sind so eigentlich die hauptsächlich wahrnehmbaren Farben. Man muss jetzt nicht immer auffallen mit einem Köder, aber wenn man auffallen möchte, dann ist auf jeden Fall gut in diese Richtung zu gehen. Starker Kontrast oder eben starkes Grün. Und deswegen starten wir gerne mit solchen Farben an den meisten Stellen und hat jetzt zumindest auch funktioniert. So, weiter angeln. Interessanter Exkurs und 18 Punkte plus bedeutet, für Monkey Lures wird die Luft dünner. Mach nicht schwach, Junge. Werd nicht schwach. Fisch on. Klein. Der nächste. Der nächste Kleine. Falls ihr euch wundert, warum wir mit so kleinen Ködern auf Hechte angeln, wir haben gestern trainiert und dabei festgestellt, dass wirklich die kleinen Köder mehr Hechte gebracht haben und auch der große kam auf einen Chatterbait. Und deswegen werden wir jetzt erstmal versuchen, mit kleinen Ködern auf Hecht zu angeln. Später vielleicht nochmal mit einem anderen Köder, aber erstmal heißt es kleine Köder zum großen Hecht hoffentlich. Ja, dann legen wir ihn einmal kurz auf die Scale drauf. Aber der könnte auch länger sein. Ich weiß gar nicht, welcher Fisch uns überhaupt hilft. Auch 75. Hasta la vista. Zweite 75er an der Stelle. 80, 90, das wird dann in die richtige Richtung gehen. Und dann zum großen Abschluss 1 Meter. Auf den gilt's zu hoffen, denn der zweite 75er bringt leider keine weiteren Punkte. Bei S-Ash geht's erst einmal um die Full Card. Okay, so now we're gonna use the power hour and try a little bit here for Zander. Okay. We see a lot of fish, but on the bottom we see nothing. I'm pretty sure the Zander is on the shadow part of the fish finder. Normally here it's a good place for catch from in vertical like this. But now with the stream, I think it's a little bit, the stream is in one way and the wind is in the other way. So that's why there is some wave. And that's why we try to fishing on this side and not on the other side.
Barsche kommen ja gerne, wenn man die Kante hochcheckt. Da ist er. Nein, schon wieder ab, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht normal, Alter. Was beißen die spitz? Das war ein besserer Barsch. Oh, Merd. Got one. Good one? Yeah, good one. Not pike. Not pike, I think. Fingers crossed. Aspe? Aspe. Aspe. Aspe again. Not good. Yeah, I got asp again. Lieber to. Just enjoy. That's fun. Nice No, they're doing a good fight. Yeah. Very good fight. Yeah. Bye bye. Fisch, Fisch, Fisch. Nett, nett, nett. Come on, come on. Oh, really nice yes, one. Ah, good one. Now we talk. Now we talk. Now we talk. This one is an old warrior. Look at this. 45. Really old warrior. She deserves to live. Look at this. Old. Really old one. And look at the tail. She could be much bigger. It's 5-4 centimeters from the tail. Ordentlich abgerockt, aber auf jeden Fall ein respektabler Ehrentreffer. Und vielleicht hat Livingston ja sogar Blut geleckt. Erst einmal zeigt uns Fred aber seine eigenartige Konstruktion. So, I need to explain you a little bit of the trick that I use. Here we have a Livingston bullet, and this bullet you can add weight on it or not. This one I didn't put weight because I use a lure behind. I could use crankbait, cast and retrieve. Then I will put a weight there. Here, since I have a spin tail, the weight is there, so it's falling down fast. And then I use a collar to call the fish to really signal my bait. And especially here we have a little bit of murky water and the stream. So using the Livingston bullet, I'm able to really call the fish from far away. And then of course I get the bait to trigger the bite. So yeah, that's a little trick that I use. And it brings me one nice perch. Let's see if I can take more now. No, we're gonna move because we need to use the power correctly. Not here. Das ist tatsächlich die erste Fahrt jetzt mit unserem Honda-Motor. Das ist der magische Spot. Gestern hatten wir hier so ein Glück. Wir hatten hier gestern 2 Barsche im Doppeldrill, ein 42er Barsch, noch einen Der abgegangen ist leider. Aber ja, die Hoffnung ist groß, dass sie vielleicht noch hier sind, dass sie sich nicht verzogen haben. Ja, wir werden jetzt unser Bestes geben. das wäre so krass. Ja. Noch einen schönen 40er reinzubekommen in die Karte. Da ballert jemand auch an uns vorbei. Wer ist das? SA Lithium? Ja. Naja, gut. Okay, Probieren wir es. Turbo Louis und ab geht die Fahrt. Dieser Köder bringt dich garantiert zum Hecht. Der Köfi Real Vibe. Voll lackiert, semi-transparent, ultra realistisch mit Folie eingearbeitet. Der Köder hat gleich mehrere tolle Features. Zu meinen absoluten Highlights gehören vor allem der kugelgelagerte BKK-Drilling, der deinen Aussteiger aufs Minimum reduziert. Hier vorne gibt es noch eine Öse,
um einen Chica-Sinker einzuarbeiten, damit man den Köder auf maximale Tiefe bringen kann, wenn die Hechte dann auch mal etwas tiefer stehen. Und jeder Köder wird mit 2 verschiedenen Tails geliefert. So ist man am Wasser farblich noch etwas flexibler und kann auf die Bedürfnisse der Hechte eingehen. Einmal ganz simpel eingeleiert, läuft er schön in der S-Kurve oder mein absoluter Favorit im Stop and Go, quasi mit halben oder ganzen Kurbelumdrehungen, je nach Rolle, um ihn schön von links nach rechts ausbrechen zu lassen. Das Gute an dem Köder: mit 180 mm Länge hat er ein Gewicht von nur 53 Gramm und ist somit an jeder normalen Hechtspinnrute angelbar. Deswegen, es gibt keine Ausreden mehr. Schnappt euch den Real Vibe, ab ans Wasser und ab an die dicken Hechte. Na, kleiner Barsch. Kleiner Barsch. Hier sind die Barsche an dem Boot. Ah, okay. Der kleine Kerl bringt uns nicht weiter. Immerhin. Wir sind wieder zurück ins Trübere gefahren, ins etwas tiefere Wasser, also weiter Richtung Hauptstrom, sage ich jetzt mal. An die Stelle, wo wir einen großen Fisch verloren haben. Und ja, ich fische jetzt hier quasi die Kuhle aus. Das Boot liegt hier schon sicherlich eine ganze Weile. Die reparieren ziemlich viel. Das heißt, hier ist schon lange Schatten drauf. Aber immer wenn hier einer an- und ablegt, dann spülen die natürlich hier auch ein bisschen den Grund aus. Dadurch ist er ein bisschen härter, ein bisschen tiefer. Hat bis jetzt nur Barsch gebracht hier die Stelle auf dieser Seite. Aber ist immer ein Versuch wert. Und sind jetzt 1,5 Stunden vergangen, seitdem wir hier waren. Oder eine gute Stunde. Und es werden sicherlich ein paar Zander dabei sein, die wir angeworfen haben, die aber nicht aktiv waren oder nicht gefressen haben. Und ja, wir testen jetzt nochmal unsere 1, 2 Spots, wo wir das Gefühl haben, da ging was. Und fahren dann raus an eine Brücke in den größeren Teil des Gewässers, um ein bisschen mehr Wassertiefe, ein bisschen mehr Trübung zu haben. Wir kommen jetzt so in die Mittagszeit, die auch mal ein bisschen träger ist. Und wollen natürlich ganz gerne diese Folge von Tag 2 auch mit einer Full Cut abschließen, wenn es gut läuft. Ist ja klar. Man bildet sich ja mit dem Tungstenkopf, dass man ein bisschen mehr Gefühl hat für den Boden. Ist vielleicht auch so, dass das hier härter wird, wenn man hier hinter das Boot kommt. Die Absinkphase. Aber den Zandern ist es egal. Schade. Ja, mach wie du meinst. Meinst du vors Boot oder was? Vors Boot stellen, dann kannst du noch da auch mal. Ja. Oh, das ist ein ganz schöner größere Teil. Ja. Da kam eben was rausgesprungen. Was? Ja, sehr schön. Vermutlich kein Upgrade, aber hat er den weggefaltet? Könnte ein kleines Upgrade sein. Mini-Upgrade. Ich hatte auf den Zander gehofft, aber man schnell gemerkt, dass das ein Barsch ist. Ja, ist ein kleines Upgrade, glaube ich. Ich glaube, wir haben noch einen 30er drin. Ich weiß es gar nicht genau. Dieser hier hat 32,5, ist also 33, so wie der heute Morgen. Schöner Barsch. Keine Riesenpunkte. Leider kein Zander, aber immer natürlich schön, wenn irgendwie was beißt. Freue mich sehr. Idealerweise verpetzt er uns nicht. Ich habe ein bisschen Barschbiss. Ah ja. Aber der ist richtig. Ganz leicht. Ja, die beißen ganz leicht. Die werden richtig so. Aber die beißen sehr vorsichtig.
some, no? Allez, vas-y. Allez, pas énorme. Ok. Ouais, c'est pas. 71. Where is the mama? Only kindergarten. Ouais, peut-être pour. Il est le bleu. Ouais, c'est un peu plus gros. Dunkel is on fire. Oh, it's bigger. You see? 74. 74 is okay. Okay. Ganz schön was los. Nur Nace und Alex sind am Nachmittag noch fischlos. Okay, big fish. Big fish. Yep. Might be the same for kingfisher. That's 120 something. Get ready. Take the net in your hand, in the back, take the net in your hand. Oh shit. Other side. And when you have it, you put it in the boat. Yes, of course. Wait. Not ready yet. For just the stinger. Okay, put it in the boat, Oh, yeah. Yes, man! Come on! What the fuck, man? Nitro shad, my friend. Mission accomplished. Come on, put it down. Before I put it down, just put it down. That's 120, I think. Okay, Jochen. Yep, 120. 120 and a half. So 121. Hold on, wait. No, it's even longer, it's 122. Oh Leute, 1,21,5 Meter. The river monster. What a day. A true river monster. Unbelievable. We needed that one. Ja, 1,21,5 Meter. Ein absolutes Monster. Nitro Shad, Leute. Nitro Shad. Das ist der Shit. Alter, guckt euch den Nacken an. Da geht sie dahin, die Dame. Okay. Mission accomplished. Again, you're the master today. What a day. Unglaublich! Nach der Enttäuschung im Vorjahr knallt Marc hier an einem einzigen Angeltag 2 Monster aus dem Fluss für 118,5 Punkte im Durchschnitt. Fullcard und Führung für Alex und, auch wenn es im Hause Patschowski dafür wahrscheinlich einiges braucht, der Köder müsste doch eigentlich ein Kandidat für die Ehrentafel sein. So that bait is kind of magic for a river bike. It's not only for river pike. This caught me a lot of big fish already in the lake. Nitro Shad. Ich sag euch, der Köder, der hat so eine geile Vibration. Das ist es. Und der lebt sogar noch, da kann man noch einen Fisch drauf fangen. Nitro Shad 150 in Rud. Sehr, sehr nice. Mit dem passenden Kopf, 21 Gramm. Sehr überbleit. Geil. Während Marc sein Arbeitstier wieder auf die Reise schickt, beendet Ash die Power Hour vorzeitig. Yeah, we don't use the power hour. We make just for try vertical and yeah, we don't want to use the sharpshooting like yesterday. We try on the lake for the power hour and sharpshooting, but here it's okay like this. For us, it's old school, you know. We are old guys, so old school for old guys. It's also good. We are ready now. We target ready to catch a zander, but the zander looks like they are really not active. And yeah, we're gonna try. There is so many creeps here, so we're gonna try to hammering all of them, and wait and see. We will see what happens. Jetzt ist der Wind auch da wie verrückt. Hier kann man aber doch jetzt angeln. Jetzt können wir auch den Livescope einfach anmachen. Über 3 Meter. Wir nutzen jetzt unsere Livescope Hour. Machen den einfach mal an. Und gucken mal,
Ja, das ist doch vielleicht nicht schlecht. Das bringt uns entweder ein Gefühl, dass es gar nichts ist oder ein Gefühl, dass es was sein kann. Genau. Aber hier stehen wir doch jetzt auch schon mal deutlich angenehmer, windmäßig. So, guys, at Livingstone we don't do things like the others. So we're going to do the power hour, but without forward-facing sonar. So we're going to go old school style with the same small trick that I used earlier to catch a perch. One collar, one jig head. I'm going to drop it in vertical and then we're going to do the structure around that. So let's go. Wir sind bereit für die Power Hour. Ob das so eine schlaue Entscheidung war oder nicht, werden wir in einer Stunde sehen. Ich versuche jetzt nach Fischen zu schauen und Ken übernimmt das Werfen. Do you fish like this in Japan? Oh ja. Auch ein kleiner, ne? Ja. Ein kleiner Barsch auf unseren Jigspinner, tief am Grund gejiggt. Manchmal ist das gar nicht so schlecht mit ein bisschen mehr Vibration als so ein normaler gejiggter Gummifisch. Der ist auf jeden Fall kleiner als die wir schon haben, also kein Upgrade, keine Hilfe, aber trotzdem schön. Und weiter geht's. Okay. Wenn wir reinhauen, sollen wir dann zum Lass die Gasserspot? Ecke hier noch zu Ende machen. Die noch hier. Weil er hat ja gesagt, er stellt sich da vorne hin für morgen. Ich bin echt. Ich bin im Arsch. Du bist mal. Rücken, alles. Boah, ich bin auch richtig durch. Mein Rücken zieht die ganze Zeit. Ich bin heute richtig in den Fritten. Heute Morgen war ich topfit. Aber dieses angespannte Angeln, weißt du, nicht so wie beim ersten Tag es läuft. Bam, bam, bam. Boah, dieses Fischen hinterherrennen, das ist echt anstrengend. An dem Buhnenkopf, da siehst du, glaube ich, eher die Fische. Willst du es lieber jetzt machen oder später? Ich weiß nicht, was hast du denn? Boah, ich glaube, weiß ich auch würde nicht. erstmal Hechte probieren nochmal. Dass wir die nochmal vielleicht auf den einen Platz, dann nochmal einen drauf in der anderen Buhne. Und dann wäre ja eh nur noch. Und dann ist Power Hour Time. Und dann angeln wir nur da, wo wir Barsche sehen. Ja, genau. Wenn wir hier keine sehen, an den Köpfen, dann fahren wir da hinten hin. Ja. Dann suchen wir sie. Bei David und Luis wird's Zeit, denn um Nace auf Platz 2 gefährlich zu werden, bräuchte es aktuell 2 Barsch-Upgrades oder einen Zander bzw. Hecht deutlich jenseits der 100-Punkte-Marke. We really hope it's a good place, yeah. But we don't know. We're gonna try here a little bit and catch a big one. Okay. Okay. 58? 58. 58? Okay. The Later. good sender. A little bit better now. Pike. Ich glaube, den nehme ich mit der Hand. Oder? Zählt der? Wie du willst. Der hat keine 80, oder? Nee. Ach komm, hier, Sicher, pack ihn sicher, rein. komm. Pack ihn rein. Kommen Sie rein, spaziert. Ja, neuer Spot, erster Wurf, gleich wieder Hecht. Die Buhnen, die wir gerade befischt haben, haben wir verlassen. Da hatten wir kein gutes Gefühl. Jetzt versuchen wir nochmal eine große Einbuchtung abzufischen. Erster Wurf mit dem Razor Louis, gleich wieder Hecht. Vielleicht sind sie weiter hier oben im Fluss. Vielleicht. Wir werden hier nochmal Gas geben. Nochmal ein paar Driften ansetzen und mal gucken, was geht. Ja. Alles oder nix. Boah, ist der fett. Gut. Da ist der Pikey. Ich denke mal, der wird uns nicht weiterhelfen. Zur Sicherheit messen wir den mal schnell. Nicht auf den
nachher doch noch einen Hecht schwimmen lassen, der doch größer ist. Irgendwann verschätzt man sich so doll. Ne, 73. Boah, fett ist der. So, sag uns mal lieber, wo deine Mutti steht. Okay. Coole Angelei. Schön im Flachen auf Hecht angeln. Das mache ich am liebsten. Aber noch lieber ist es mir, wenn man dicker einsteigen würde, so wie gestern. Alex, yo. Ja. Marky Boy. Ja, du bist da. Oh, ja. Alter, hast du ihn gesehen, den Biss? Ja. Ich komme. Alter, crazy. Alles ist zu klein, glaube ich, oder? Ah. Ja, war der nicht mit der Hand. Ich hatte kurz einen Anfasser und habe den Köder so kurz stehen lassen. Wir haben beide live den Fisch gesehen, wie der den Köder attackiert hat und genommen hat. Gut, ich lande den mal hinten mit der Hand und dann federt er sich auch nicht so ein Kescher. Und da haben wir den Hecht. Der Köder. Ich bin immer noch treu geblieben. Der Razor Louis mit dem Curly als Trailer. Und mal schauen. Aber ich glaube, der wird uns auch wieder keine Zentimeter bringen. Ich glaube, das sind alles Geschwister. Obwohl, was haben wir da? 76. Jeder Punkt zählt. Jeder Punkt zählt. Aber irgendwie ist das hier eine Klasse. Wir brauchen die Oberstufe. Boah, aber das war so ein geiler Biss. Ich hatte kurz vorher einmal kurz einen Tock gehabt. Wir hatten gerade noch geguckt, ein Boot ist vorbeigefahren. Und ich habe den Köder noch gesehen und wie der Hecht den komplett attackiert hat. Cool. Gut, der Spot liefert auf jeden Fall. Lunchtime. Ja, wir sind zum nächsten Spot gefahren, war eine längere Fahrt. Aber jetzt haben wir mal die Chance genutzt, mal kurz in unser Sandwich zu beißen, mal einen Schluck Wasser zu trinken, weil das kommt meistens zu kurz in so einem Turnier. Aber jetzt greifen wir gleich wieder an. War das eigentlich ein YPC-Team, an dem wir da vorhin vorbeigeflogen sind? Do you know if it was a boat from the competition where we passed when we got back to the net? I'm not sure. Because to me they were really struggling with the waves. It wasn't that bad. Ja, wir sind jetzt nach dem Hechterfolg noch mal kurz Zanderangeln gefahren. Rick ist gestern alleine mit seinem Boot ein bisschen rumgefahren, hat ein paar Fische gesucht im Livescope, also einfach ein paar Plätze sich rausgesucht, wo ein bisschen Fisch steht, in der Hoffnung, dass die da heute noch sind. Mit den Hechten, das hat schon mal ganz gut geklappt. Und ich war gestern mit den Jungs von Finnwal unterwegs, in der anderen Gruppe, also in der Gruppe B, die seht ihr dann noch, für die Zander suchen, weil die haben ja auch echt gute Chancen weiterzukommen, wenn die 2 Zander fangen. Aber das dazu dann später mehr in den Episoden. Und jetzt ist unser Plan, eben Fische upgraden. Wir können immer noch einen großen Hecht einbringen, der einen kleinen Zander rauswirft oder halt einen größeren Zander fangen. Das wird jetzt für die nächsten Stunden auf jeden Fall die Mission werden. Da noch irgendwie gucken, dass wir 2, 3, am besten 3, aber 2 größere Fische fangen, weil die Hechte sind schon echt stark. Oh, Biss gehabt. Ah, da war wieder ein Biss auf den Predator. Ah, die sind so vorsichtig, die Fische. Ganz viele Fehlbisse. Christoph hat eben harten Biss gehabt, als die Strömung gedreht hat. Aber man muss wirklich sagen, dass es nicht einfach ist heute. Wir kämpfen gut. Die versprochenen Barsche haben wir gefangen, auch viele, aber völlig falsche Größen. Aber es ist noch nicht vorbei. Weit weg davon. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Zander. Ach, nicht sicher. Doch. Ja, schade, schade.
Schade, schade. Wir geben dem Barschspot zwischenzeitlich immer ein bisschen Ruhe. Das haben wir auf dem anderen Platz auch schon so gemacht, dass wir den 10 Minuten geangelt haben mit Krebsen, mit Net und so weiter. Und wenn dann die Fische nicht kommen, dann fischen wir ein bisschen auf Zander an der Kante, schmeißen raus ins Tiefe und hoffen, dass ein neuer Trupp sich einstellt, weil die zirkulieren hier immer umher, die Barsche. Geben dem Platz ein bisschen Ruhe, hoffen auf einen guten 70er Zander, der kommt hier auch oft. Nicht immer, aber immer wieder mal. Hoffen wir nach wie vor auf den großen Barsch, der hier auftaucht. Ja, ist egal, passt. Hab sie. Ja, super. Die brauchen wir hoffentlich noch. Ja. Gut gesehen. Hier war es gerade 280, also. Und vom Ufer kommen die da nicht richtig ran, weißt du? Wo willst du hin? Wo willst du angeln? Ich habe einmal hier geankert. Hier kommt noch mal Wasser raus. Das einmal fischen, Stück vorsetzen, das einmal fischen, weg. Quick and dirty, wie man so sagt. Sie da einmal in dieser Lücke zwischen den Pfosten stehen. Hier so parallel am besten einmal entlang. Wie mit der Spundwand eigentlich, letzten Endes das gleiche Prinzip. Zander? Kleiner Barsch. Der gibt leider keine Punkte. So viele Barsche hier auf dem Platz. Schöne Fische, keine Frage. Macht Spaß zu angeln. Auf den Dragon von Ace. Perfekter Dropshot. Oh, da haben wir ihn, den Übeltäter. Barsch mit Punkten. Christoph, irgendwas gepunktet ist. Ich lasse ihn hier mal liegen. Aber die Größe kommt schon mal hin, die ich da fische. Die fressen Barsche. Finde ich gut, dass die Biester sich gegenseitig fressen. Gar keine Gnade. Es müsste jetzt auflaufendes Wasser sein, Christoph, oder? Ja. Es drückt jetzt ins HD rein von hier, von der Nordsee. Es kommt über die Nord, das Wasser. Kann sein, ja. Da, der ist besser. Der ist besser. Jetzt haben wir den guten Barsch. Das ist ein großer. Das ist das Upgrade. Das ist ein Upgrade. Ah. Aber sie werden aktiv langsam, habe ich das Gefühl, ne? Aktive ja scheinbar, ja. War mal wieder einer. Boah. Schön Freddy. Ist gut verkauft in der Strömung. Ah, brauche ich gar nicht messen. Aber irgendwie macht das auch ein bisschen Hoffnung, muss ich sagen. 2 Würfe, 2 Fische auf einem völlig durchgeangelten Platz von uns. Es kann immer noch ein großer Barsch kommen. Ich habe die Hoffnung noch nicht verloren. Den kriegen wir noch, Christoph. Muss. Ja. Barsch. Guter? Nö. Ah, Köder ist schon raus. 38. Den haben wir schon heute gefangen. Gut, dann lassen wir ihn wieder frei. Da ist der Köder, der Nace Net. Sieht nach nicht so viel aus, aber macht genau das, was er muss. Sieht genauso aus wie eine kleine Grundel. Wenn man die so flink über den Grund huschen lässt oder ganz langsam schleift zwischen den Steinen, ist das eine tödliche Waffe für Barsche. Die Brücke haben wir jetzt kurz angetestet, jetzt wird es knapp. Wir haben nur noch 2,5 Stunden Zeit. Jetzt kommt noch langsam ein bisschen Nervosität, weil wir doch so einen Zander brauchen, vielleicht einen größeren Barsch. Ihr seht ja mehr, was alle anderen gefangen haben. Wir denken, dass es nicht ganz reichen wird, um hier ein Finale zu bestreiten mit dem Board, was wir gerade haben. Wir fahren jetzt noch mal 10 Minuten und wollen so ein Loch anführen durch eine Schleuse durch. Und das müssen wir auf jeden Fall noch mal versuchen. Haben wir uns gerade abgesprochen mit Inno. Ja, was sagst du? Das ist der beste Plan. Ja, also wir wissen, dass an der Spundwand Zander sind. Wir wissen, was man da angelt. Deswegen sollten wir da die meiste Zeit verbringen. Aber wir haben das auch recht gut ausgefischt eigentlich, sodass wir jetzt vielleicht noch mal kurz wirklich auf einen großen Fluss rausfahren. Da haben wir eine interessante Stelle. Tiefes 6 Meter Loch, relativ klein. Da haben wir ja dann auch noch ein kleines bisschen Zeit für die Power Hour. Das können wir einmal ausleuchten, einmal ausjiggen und dann
müssen wir leider doch wieder an die Spundwand, wie es aussieht. Und wenn wir nämlich da den Zander bekommen, können wir sofort 200 Meter weiter Barsch angeln und auch die Barsch dann upgraden. Deswegen ist das Klügste jetzt. Also ja, struggle gets real, aber komm, let's go. Let's go. Besserer Barsch. Besserer Barsch, ne? Christoph, bitte, 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 bring uns raus aus dieser Miserie, Christoph. Schüttel, gut, wenn das ein Barsch ist, haben wir auf jeden Fall ein Upgrade. Ja. Was für ein Köder? Nett. Das ist ein Upgrade, Christoph. Yes, finally! Einen noch, vernehmen. Einen noch, dann können wir ja nicht Zandernageln mit euch. Wir wollen euch unbedingt zum Zandernageln mitnehmen. Aber es ist mühsamer als gedacht. Geil! Oh, mehr in der Strömung oder mehr im Ruhigen? Direkt hier vor dem Boot. Oh, geil, Christoph. Ja, jetzt ist er ab. Auch gut. Köder, nice, nett. Oh, ich liebe diesen Köder so sehr. Ich auch. So viele große Barsche schon mitgefangen. Und das ist ein wahrscheinlich oder vielleicht ganz, ganz wichtiger. Sehr sicher sogar. Für uns. Na, doch nicht so groß, wie erhofft. Ich würde sagen, das ist 43,5. Genau 43,5, also 44 cm. Wichtiger Fisch für uns. Jetzt müssen wir Gas geben, dass wir noch so einfangen oder größer. Ja. Man denkt dann zwischenzeitlich, da kommen nur noch Fritten, ne? Ja, aber die stellen sich hier immer wieder hin. Ne? Oh, da kommt im Hafen raus. Und Alter, das ist so krass. Dann kommt immer wieder so ein Bello da lang. Ne? Wo kommen die her, Christoph? Kommen die von unten die Kante hochgekrabbelt. Ja, wie die Maden, ey. Mal reporten. Geil, Christoph. Man hätte heute Morgen nicht unbedingt damit gerechnet, dass es ihn überhaupt braucht. Aber das könnte tatsächlich ein wichtiger Fisch werden. Nace vergrößert den Puffer, während B1 nun den Zander to go mitnehmen will. Kurzer Zwischenstopp. Also sobald wir den Zander haben, gehen wir Barsch angeln in einen kleinen Hafen. Können wir windgeschützt sehr gut auf große Barsche fischen, kann auch ein großer Hecht kommen. Da können wir dann wirklich auch auf Upgrades gehen. Jetzt haben wir natürlich den Struggle, dass wir unbedingt diesen Zander brauchen. Fahr noch mal ein bisschen dichter vor, ja? Ja, wir müssen fokussiert bleiben, jetzt nicht hektisch werden und so. Ist dann schwierig, wenn man diesem Fisch hinterherläuft, den wir auch schon drauf hatten, das ist das Schlimmste, aber das ist so. Wir hätten auch noch 2 Zander brauchen können, ne, muss man auch sagen. Ja. Also könnte auch alles schlimmer sein, aber auch besser. Heute stelle ich euch eine Neuheit von Monkey Lures vor. Es handelt sich um den Scorpion Louis, der erste Creature Bait von Monkey Lures. Der Scorpion Louis kommt in 6-fängigen Dekoren. Der Hyper Twisttail bewegt sich schon bei minimalen Zug und hält den Köder konstant in Aktion. Dazu kommen 8 seitliche Paddle Arms, die unter Wasser für hochfrequente Vibration sorgen. Die Mud Crawler Legs am Bauch sorgen bei Kontakt mit dem Grund für kleine Reizwolken an Sediment, die der Köder hinter sich herzieht. Der Scorpion Louis ist vielseitig einsetzbar, ob klassisch am Jig, als Trailer für ein Chatterbait oder an jeglichen Finesse-Montagen. Mit seinem großen Auge als Aggressionspunkt, der eingelassenen Offset-Tasche und seinem starken Aroma entfaltet der Scorpion Louis gerade bei langsamen Präsentationen seine ganze Stärke. Also checkt ihn aus, er ist ab sofort im Handel. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Rangy-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super in Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die
Finval 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finval B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finval 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. I want to go yellow buoy. You got big pots today? Yes. Yeah. There? Yeah. With that? Yeah. Okay. How far? 10 minutes. 10 minutes? Yeah. One more try again. Okay. Yeah. Chrono Cash. Ah, no, Yes, that one. Oh, sorry, I didn't. Du stehst im Kescher, du stehst im Kescher, du stehst im Kescher. It's a birch. Ja, it's too small. But still, it's a fish. It's a fish. This one is 36. 36. Yeah. At least we have all three species. This one is too small for the cart, but still it's a nice fish. So go back and swim away from the big pikes because they will eat you. Ja, Fisch. Fisch. Noch kleiner, ne? Ja, das ist wieder nichts. Also ich glaube, ich habe meine Farbe für heute gefunden und den Köder. Aber leider sind alles die falschen Größen. Das ist der kleine Hecht. War schön gezeichnet. So, Köder und der Fisch geht wieder schwimmen. Okay, also Platzwechsel. Yep. Gut, dann. Hier sind nur kleine. Heute. So. Da ist er. Schiff? Ah, ist auch besser. Die werden größer langsam. Soll ich Cash ankommen? Nee, geht glaube ich. Ist kein Upgrade, ist ein 40er vielleicht. Nee, weniger. Die kämpfen einfach gut hier. Aber das macht so... Oh, hast du gesehen? Christoph! Ja, er greift ihn an. Aber das ist ein kleinerer. Komm halt rein. Das ist ein kleinerer, der angegriffen hat. Aber ist geil. Zählt das? Nee, ne? Komm, zählt das? Komm, bitte. Komm schon. Schiri. Christoph hat die... Nee, du hast ja zwei. Ich glaube, der zählt nicht, Leute, aber ich muss das machen, sorry. Weiterhelfen. Nimm du mal den. Nimm du mal den. Sorry. Das ist der reguläre hier. Das ist der reguläre. Ja, das ist so geil, ey. Harbert, eine Handangel. Mann, Mann, Mann. So now we change the river. We go a little bit higher on the river, and yeah, we just catch one zander. We miss one still for the full cod. That's our target. And after, when we have this, we're gonna be different. But yeah, we know we can't qualify and for the final. So yeah, just enjoy the time and that's it. But it's not easy, eh? Oh, for catch one zander, pooh, I missed one just 2 minutes ago. He was hooked out, but yeah, it's not easy. Ja, ich habe jetzt hier gerade mal eben 5 Meter vertikal Uferangel-Style an der Spundwand probiert, auf einem gemütlichen warmen Motor. Jetzt ist unsere Power Hour vorbei. Das ist okay. Wir haben uns, glaube ich, dafür entschieden, dass wir hier bleiben, weil wir beide noch mal einen Biss hatten. Und das war auch ein richtiger Einschlag. Also es wird kein kleiner Fisch gewesen sein. Am Ende ist auch egal. Wir brauchen irgendeinen maßigen Zander. Wir wissen, dass die hier sind. Wir probieren jetzt ein bisschen durch hier. Ich glaube, dass wir hier noch einen kriegen. Der fühlt sich besser an. Ach, ne. Aber ich musste mir da mal was einfallen lassen, dass ich mehr große Fische fange. 38.
ist vorbei. Finish. Ja. Scheinen alles zu fressen. Und jetzt hier der DLT mit dem Creed, glaube ich, heißt er. Kleiner Barsch. Wir hauen jetzt ab und dann beginnt die Power Hour. Also wenn wir Glück haben und wir finden noch irgendwelche Fische an den Buhnen, dann kann es mal schnell gehen mit guten Barschen. Aber ob wir die finden, das ist halt immer die Frage. Das ist die große Frage. Jetzt wird noch mal richtig gepokert. Eine Stunde Live-Technik benutzen. Wir leuchten die Buhnenkessel aus, den Buhnenkopf, in der Hoffnung, Barsche zu sehen, die dann gezielt anzuwerfen mit dem Turbo Louis. Mit 240 Plusern, das wird noch mal unsere Karte wirklich deutlich verbessern. Nach den beiden Bissen da am Eingang direkt kam jetzt nichts mehr. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, doch noch mal auf einen großen Fluss zu fahren. Einfach aus psychologischen Gründen, um mal was anderes zu sehen von der Welt. Da haben wir ein sehr tiefes Loch markiert gestern. Das fischen wir jetzt kurz an. Dann haben wir noch eine Schleuse auf dem Rückweg. Und dann ist das hier all in. Dann geht nur noch das und da hinten Barsch. Oder wir müssen direkt mal Barschangeln fahren. Eine Stunde Zeit, damit wir noch mal einen Fisch hier zu sehen kriegen. Scheiße. Ein bisschen. Eine Ecke. Oh, danke. Hier. Hefte. Können wir auch dann den Bugmotor drin haben oder so? Oder? Boah, ich würde das glaube ich erstmal so machen. Du fährst, ich leuchte und dann... Aber wir sollten auch die Kante lang leuchten, weil vielleicht sind sie ja irgendwo mittig. Weißt du? Weil sich ja zu viel Zeit kostet. Ja, aber was ist, wenn sie nicht am Buhnenkopf sind? Und wenn aber sie ich glaube, der Buhnenkopf wegen der Strömung, glaube ich, stehen die dahinter. Okay. So, dann starten wir mal die Power Hour. Und noch genau 1 Stunde 5 zu angeln. 1 Stunde können wir jetzt die Live-Technik benutzen und versuchen jetzt mal einen Trupp dicker Barsche zu finden. Das ist ein bisschen Gamble, das Ganze, aber was sollen wir machen? Wir haben sie an unseren vermuteten Spots nicht bekommen. Müssen wir jetzt ein bisschen in die Trickkiste greifen. Wir haben uns gerade unterhalten, was machen wir die letzte halbe Stunde, 2 neue Spots oder einen neuen Spot auf jeden Fall, den gucken wir uns jetzt mal kurz an. Und dann gucken wir, was passiert. Los geht's. Endspurt. Die Konstellation ist klar. Monkey Lures fehlen knapp 50 Punkte. B1 benötigt den fehlenden Zander und einen deutlich besseren Barsch. Und Nace kann jederzeit den Deckel drauf machen. 10 Gramm dran. Ich auch. Passt gerade. Bis? Bis? Ja, Fisch. Ab! Oh nein. Alles gut. Dann kriegen wir noch einen. Oh. Gut. Okay. Dann sind hier Fische, dann sind wir hier richtig. Und wenn das ein 43er ist, immerhin, dann schmeißen wir nachher hinten unsere ganzen Barsche raus. Da wissen wir, dass es läuft. Ja. Weißt du? Diesen einen brauchen wir. Komm, Frank. So, ja, wir sind zum nächsten Spot gedüst. Mittlerweile bricht gleich die letzte Stunde an. Und in der letzten Stunde werden wir einfach wieder unsere Power Hour nutzen. Einfach, dass man es benutzt hat. Denn ja, so ein Live-Echolot kann doch mal den einen oder anderen guten Fisch mehr bringen, wenn wir jetzt auch schon 2 dicke Hechte ohne gefangen haben und den Zander. Wenn wir jetzt eben die Power Hour starten, hier sind so ein paar Pfeiler im Wasser und vielleicht steht da irgendwie ein bisschen besserer Zander drumherum. Wir wollen unbedingt noch 1, 2 Fische upgraden. Deswegen starten wir jetzt. Ich angel jetzt hier mit dem Zander-Erfolgsköder bisher, dem Peps. Und apropos Power, an dieser Stelle mal ein paar Grüße an SH Lithium, die ja auch in unserer Gruppe sind, an die beiden Stefans. Ich habe hier hinten eine große Lithium-Batterie von ihm drin, eine 150 Ampere 24 Volt mit einem 12 Volt Outlet, was ganz Besonderes. Ich habe eine Batterie für die ganze Technik hier auf dem Boot. Müsst ihr euch mal vorstellen, das Ding hält selbst an so einem Flusstag, heute ist richtige Strömung, guter Wind, habe ich nachher noch genug Power, um noch ein paar Stunden weiter zu angeln. Also
SH Lithium, ganz tolle Batterie. Und ihr könnt sogar ein Kabel an euer Echolot anschließen und könnt euch alle Daten aufs Echolot holen. So viel noch zum Thema Power, aber jetzt lasst uns mal einen großen Sander fangen. Muss doch mal klappen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da. Kein so ganz schlechter. Heißt, ja, alles super, ganz ruhig. Ganz ruhig. Das ist eine leichte Route. Ja. Ganz ruhig. Pumping, ganz ruhig. Ja, gut. Löffel ihn ein, sobald er da ist. Ja. Oh, jetzt macht er ein bisschen Alarm. Das ist gut. Ja, runter. Oh ja. Stark. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Und komm. Ja, da ist er! Zumindest der zweite Sander. Frank, Mann! Ey, das ist auch noch mal knapp 50er. So, messen wir schnell mal. Leg drauf. Immerhin heute. Guck mal, 52. 53,5. 52, ja. Fullcard, Frank. Fullcard zumindest, ja. Alles gut. Wir brauchen noch größere Fische. Jetzt ist die Frage, wir fahren Barschangeln. Wir fahren Barschangeln? Wir fahren Barschangeln. Okay. Bringen uns die meisten Punkte. Okay. Fullcard, ja. Aber wenn der Zander nur ein paar Zentimeter länger gewesen wäre, hätte man Nace mit nur einem Barsch-Upgrade erreichen können. So müssen jetzt, genau wie bei Monkey Lures, 2 Fische her. Es bleibt eine halbe Stunde. Yes, yes, sir. This was awesome. Yes. Okay. 39.5. 40. Yes, sir. 40. Thanks for playing. Yes. Okay. Couple of minutes more, and maybe we get another one. Oh, nice. Nice. Cool. All right. Oh, that's good. Oh yeah. Oh yeah, 72. Oh. A little bit afraid. Smile, Alex. It's big this time. Oh, it's monster. Oh, got it. Yes, got it. Yes, every minute count. And this is a reward. Look at this beauty. 46. Yes, baby. Yeah. Dive master. 20 feet, 18 feet. Just a color. Yeah. Oh, big pike, big fucking pike. Slow. Take it easy. We have all time of the world because the fishing is over. Almost. No, it's still okay. We have 1 minute, but we can land it. No, it's not too big, but It's good. It will help. Good help. What is the fucking engine doing, my friend? Oh, he's just on one hook. Yes, I see. But I have it. But we have him. And it's off. And it's off. Hook is off. Last minute pike. Last cast rig. Good as job. usual. Last cast rig. Okay, get the board ready and Let's put him on the board. oh, my friend. That's a 91. 91. Yeah. Few So points. we fought hard for that last fish, that last upgrade. So, and I think that's it. That's the end. We had a good day on the river. Some good pike fishing. Over and out from Team Elex and Hanky. Bye bye. Bye bye, Pikey Poo. Feierabend. Feierabend. Gott, Christoph, was war das bitte heute für ein Tag? What a finish. What a finish. Good job, last fish. Oh Mann! Es war hart, es war hart. Gutes Training. Gutes Training.
Aber Fische haben wir bekommen, aber nicht die, die wir wollten. You struggle the whole day. All day without bite. Ja, das war der Tag. Anders als geplant. Es war echt zäh mit uns. Ich hoffe, ihr habt alle durchgehalten. Wir haben schon eben drüber gesprochen, dass wir so ein bisschen Rollenwechsel gemacht haben heute im Vergleich zum ersten Tag. Heute hat Frank die ganzen Punkte eingebracht. Ich glaube, ich habe einen Wertungsfisch einbringen können heute. Das Teamwork. Nachher muss man sich fragen, was hätte man besser machen können. Ja. Wir haben, glaube ich, zu lange hier festgehangen an unsere Spundwand heute. Und dann haben wir uns ja doch noch mal gerettet zu diesem Loch mit diesem kleinen Zander. Und ja, das war der Tag. Ja, so ist das. Yeah, we suck all way long. We don't even arrive to finish the full cut. So yeah, it's not okay. We make a wrong choice the first day and we need to go to the Vorkerite. I choose another way, so completely wrong. I think we are out, but I still hope it was enjoyable to watch. Yeah. We did our best. We caught some fish. We didn't caught zander. We didn't caught big perch. Yeah. But yeah, you need to understand. I'm the second time in Holland. Ken is the first time in Holland. Yeah. Was his first pike, his first zander. Then the first asp. First asp. Ob das gereicht hat? Ich fürchte nicht. Wir hatten eigentlich einen sehr, sehr guten Plan und aus den Trainingsergebnissen haben wir eigentlich nur Plätze geangelt, wo wir große Fische gefangen haben. Zumindest Barsche heute. Ja. Das war das Ziel, das Hauptziel des Tages, die abzugraden und größere zu fangen als am Großgewässertag. Aber daran sind wir gescheitert, kann man sagen. Ja, oder damit sind wir gescheitert. Schlecht. Ja. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es reicht, aber ich glaube auch nicht, dass wir so schlecht dastehen. This is fishing and we enjoy it. I hope you enjoy it, despite the fact that we didn't have much. We don't have even one zander. Yeah. The zander don't respect us at all. Ja gut, Freunde, vielen Dank fürs Daumendrücken. Also das wird definitiv nicht gereicht haben. Also unser Durchschnitt an Fischen ist zu klein. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem ein bisschen was zeigen, ein bisschen entertainen. Schwacher zweiter Tag und ja, Glückwunsch an die, die weitergekommen sind. Wir fahren jetzt zur Preisverkündung und sind sehr gespannt, wer es geworden ist. Das Gute ist für uns, wir können morgen nach Hause fahren zu unseren Familien. Aber ich wäre schon gerne mal im Finale dabei gewesen. Lieben Dank nochmal an Honda Marine, also klasse Partner, die wir hier an Bord haben bei PC. Boot, Garmin natürlich mit tollster Technik. Wir haben heute die GPS-Map ausgetestet, ausgiebig den neuen Pro-Motor. Wir haben hier unseren Honda BF 250 dran. Das ist ein geiler Motor, also du bist erstmal so schnell gefahren. Ja. Wenn ihr ein Boot haben wollt, kommt bei uns vorbei. Und wenn ihr außer Angeln vielleicht noch auf Uhren steht oder so, könnt ihr gerne bei Chrono Cash auf dem Kanal vorbeischauen. Wir machen auch ein bisschen Videos über Uhren, Lifestyle etc. Also in dem Sinne, danke fürs Mitmachen und ja, schauen wir mal, wer gewinnt. Thanks to our partner Livingstone to bring us here again and all the people that support us all year round. And you guys that are watching, it's really warming us all the time when you cheer us up when we don't catch fish, which happen. Thank you. Now we're gonna go for the result. Yeah. Not much hope for us, but congratulations for the winner of the. Yeah. Bye. See you. Bye bye. Success for all the guys, and we hope Mark and Rick do some things good. Success to all of them, and yeah, see you later. Bye bye. Bye. Ja, Ino, hat Spaß gemacht. Finde ich auch. Ja. Ob wir uns mal wiedersehen hier auf dem Boot und euch auch, das werden wir später sehen. Genug gelabert, Käsebrot, Pause. Vielen Dank fürs Folgen, Leute. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, zur nächsten Episode. Ciao. Ciao. David, vielleicht. Ey, es war mir wieder mal eine Freude, mit dir zu angeln. Das Training hat mega viel Spaß gemacht. Hat gepasst wieder. Ja, im nächsten Jahr dann. Nächstes Jahr, ohne Spaß, Alter. Nächstes Jahr, Junge. Ja, gut, das. Wir sind raus, Team Ankylurs. Die ersten 2 Finalisten stehen fest und in beiden Fällen ist das hochverdient. Bei Rick und Mark vor allem wegen der Leistung auf dem Fluss. Freddy und Christoph hatten bei durchweg hoher Frequenz zwar Probleme mit den ganz Kapitalen, die Fischgröße ist aber nun mal der Angelfaktor, den man am wenigsten beeinflussen kann. Glückwunsch an diese beiden Teams. Von den anderen verabschieden wir uns und schauen ab nächster Woche darauf, wer sich in Gruppe B durchsetzt. Es geht auf den Fluss. Aktuell liegen das bärenstarke Team Finnwal und die Jungs von Bullseye vorne.
Lure Drop und Fox Rage sind aber nicht allzu weit abgeschlagen und auch dahinter konnten Rains, Gräf und CBC am ersten Tag allesamt mindestens 2 Fische fangen und haben dementsprechend auch noch alle Chancen aufs Weiterkommen. Donnerstag, 20 Uhr auf diesem Kanal. Ich wünsche euch was. Ciao.